Hallo, ich möchte euch heute den Comic Queer, eine illustrierte Geschichte von Meg John Barker und Julia Skeel vorstellen. Dieser Comic ist beim Unras Verlag erschienen und ich habe ihn dort als Rezensionsexemplar angefragt und tatsächlich haben sie ihn mir dann auch umsonst zugeschickt. Im Gegenzug dazu mache ich jetzt hier eine Rezension. Dieser Comic ist eine Einführung in die Queer Theory, was ja ein sehr anspruchsvolles Projekt ist. Dies ist der zweite Teil meines Videos zum Queer Comic. Wenn ihr eine allgemeine Vorstellung des Comics haben wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall auch den ersten Teil anzuschauen. Hier im zweiten Teil werde ich jetzt detailliert auf meine inhaltliche Kritik eingehen. Und damit zu meiner eigentlichen inhaltlichen Kritik an diesem Comic. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich finde die Gewichtung und die Bewertung einfach zum Teil sehr problematisch. Und besonders problematisch, weil sie nicht positioniert sind. Aber selbst wenn sie positioniert wären und gesagt haben, aus den Gründen ist uns das besonders wichtig und es nicht so als objektiv erscheinen lassen hätten, trotzdem habe ich inhaltliche Probleme damit. Zum einen finde ich, dass hier eine krasse Überbewertung von wissenschaftlicher Forschung stattfindet. Ein Beispiel, es geht um Sexualforschung und das Beispiel ist, dass dort steht, dass ein ForscherInnenpaar herausgefunden hat, was O-Ton-Frauen brauchen, um zum Orgasmus zu kommen. Es klingt so, als ob vorher niemand gewusst hätte, was das wäre, sondern erst jetzt, wo WissenschaftlerInnen es festgestellt haben, jetzt könnten Leute zum Orgasmus kommen, vorher wusste ja niemand irgendwas. Ja, nicht mein Verständnis. Oder zum Beispiel geht es um die Bedeutung von queer. Es geht schon ein bisschen größer darum, aber letztendlich der letzte Beitrag ist, wo dann eine Seite dem gewidmet ist, dass wann queer das erste Mal in einem Brief erwähnt wurde. Also wo queer das erste Mal abwertend als Beschimpfung für jemanden schriftlich verwendet wurde und surprise, surprise, dieses Wort wurde das erste Mal von einem weißen, heterosexuellen Typen verwendet. Ich verstehe, dass das methodisch einfacher ist, so Ursprünge hervorzuheben, aber nur leicht zugängliche Texte zu untersuchen, also was ja dann der Fall ist, ist einfach problematisch. Ein weiteres Problem mit der Wertung in diesem Buch hatte ich mit der klaren Abwertung von Identitätspolitik, zumindest in der ersten Hälfte dieses Comics, weil die sehr vereinfacht stattgefunden hat. Und das hat sich an vielen Beispielen gezeigt. Zum Beispiel diese Verwendung LGBTIQ wurde dort als Buchstabensalat bezeichnet, wo ja immer mehr Buchstaben dazukommen. Und das hat sich für mich so gelesen wie eine Person, die sagt, ja, früher hatten wir schwul und lesbisch, jetzt kommen diese ganzen anderen komischen, unverständlichen Identitäten dazu. Lasst uns doch einfach queer sagen, das ist nicht so schwer. Genau, so ein nicht sich auseinandersetzen wollen mit anderen Identitäten einfach. Es war sehr vereinfacht. Mich hat es an so einen weißen Studietypen erinnert, der das erste Mal was von Queer Theory hört und dann so sagt, Männer und Frauen, das sind nur Konstrukte. Wenn du das endlich auch verstehst, dann haben wir das Patriarchat abgeschafft. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe meinen Teil getan. Also eine Kritik, die einfach Machtstrukturen innerhalb der Gesellschaft außer Acht lässt und aus einer sehr privilegierten Position kommt. Dieser Comic hat dem Konzept der Privilegien tatsächlich 2 Seiten gewidmet, aber ich finde auch das sehr problematisch. Das Konzept Privilegien ist ultra wichtig gerade, also nach meiner Einschätzung, im aktivistischen Auseinandersetzungen. Und andere Konzepte haben sehr viel mehr Raum bekommen. Zum Beispiel Sartre hat mindestens 4 Seiten bekommen. Das Konzept von Privilegien halt, wie gesagt, 2. Auf der einen Seite wird kurz gesagt, dass dieses Konzept von einer Person entwickelt wurde in Bezug auf männliche Privilegien und weiße Privilegien. Das Beispiel im Bild sind dann heterosexuelle Privilegien. Und das ist auch nur ein Beispiel. Also es wird
nicht wirklich erklärt, worum es bei Privilegien geht, sondern nur, dass es dieses Konzept gibt. Und auf der anderen Seite gibt es dann Kritik an diesem Privilegienkonzept. Aber es ist keine allgemeine Kritik, die es ja durchaus gibt, weil jedes Modell hat seine Probleme, sondern es ist nur eine Kritik, die allgemein gegen das Privilegienprinzip ist, am Beispiel von heterosexuellen Privilegien. Ich werde die Argumente kurz hier einblenden, aber ich möchte sie nicht vorlesen. Ich werde sie jetzt aber kurz aus meiner Sicht inhaltlich zusammenfassen. Also um euch euer eigenes Bild zu machen, könnt ihr ja kurz das Video anhalten und das dann lesen. Die Argumente, wie sie sich mir präsentiert haben, waren erstens, eine Person, die Heteroprivilegien hat, kann trotzdem Angst haben, wenn die Person nicht nur Hetero-Begehren hat. Wo ich so denke, jetzt kategoriere ich die Person vielleicht nach der eigenen Identität falsch ein, aber meine politische Kategorie für eine Person, die nicht nur hetero begehrt, ist pan oder bisexuell. Und pan- und bisexuelle Leute haben keine Heteroprivilegien. Insofern, what's your point? Das zweite und das dritte Argument würde ich so zusammenfassen, dass ja auch heterosexuelle Leute unter dem System leiden, was sie übervorteilt. Ja. Und der vierte Punkt hat mich tatsächlich am meisten aufgeregt, denn dort wird gesagt, das Verleugnen der eigenen Privilegien kostet ja so viel mehr Energie als das Anerkennen der Privilegien. Deswegen sollten Leute doch mal ein bisschen Mitleid mit den Menschen haben, weil sie ja so viel unnötig Energie verwenden für das Verleugnen, statt einfach mal die eigenen Privilegien anzuerkennen. Und das verharmlost einfach die Energie, die man da reinstecken muss, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, weil es kostet Energie und nach dem Anerkennen der eigenen Privilegien kommt ja auch das eigene Verändern des Verhaltens. Also hier so zu tun, als ob das Verleugnen ja das Schwierigste wäre und man deswegen ein bisschen Verständnis für die Leute haben müsste, die diese Privilegien verleugnen, weil es so viel Energie kostet. Hat mich ultra aufgeregt und ich finde, das Privilegienkonzept ist so wichtig, gerade in den Auseinandersetzungen. Ich fand es super schade, wie verkürzt und sehr schnell falsch zu verstehen es in diesem Buch dargestellt wurde. Was dazu passt, dass in diesem Heft auch eine Kritik an Schutzräumen genannt wird, die auch sehr schnell falsch zu verstehen wird. Das Bild dafür ist ein Baumhaus, wo die verschiedenen Regeln, wer in dieses Baumhaus kommen kann, aufgestellt sind. Und auch hier ist es eine sehr machtvergessene Kritik an Schutzräumen, weil klar gibt es Kritik an Schutzräumen, aber hier ist die eine Regel keine Heten, eine andere Regel nur Leute, die queer genug aussehen. Und das wird einfach so gleichgesetzt. In dieser Kritik wird nicht darauf eingegangen, dass das unterschiedliche Qualitäten hat. Denn klar also leider können Schutzräume Machtstrukturen weiterführen und Diskriminierung weiterführen. Und bloß weil sich mit einer Diskriminierung versucht wird auseinanderzusetzen, sind nicht auf einmal alle anderen Diskriminierungen auch weg. Klar, das ist eine sehr berechtigte Auseinandersetzung, die sich Schutzräume oder Safer Space Räume mit auseinandersetzen müssen. Auf jeden Fall. Aber der Kritikpunkt, der hier einfach generell aufgeführt ist, dass es zu einer Abwertung und Objektifizierung der Ausgeschlossenen kommt. Und das ist einfach problematisch. Ja, Leute, die nicht queer genug aussehen, da kann es zu einer auch gesellschaftlich vorhandenen, weitergeführten Abwertung von den Leuten kommen. Aber marginalisierte Gruppen können nicht eine neue Diskriminierung erfinden. Sie können nicht einfach Heten objektifizieren und ausschließen und abwerten, sodass es eine gesellschaftliche Relevanz hätte. In dieser Machtposition stehen sie nicht, deswegen gibt es Safer Spaces. Also einfach eine Gleichsetzung von den Forderungen, keine Heten und Leute, die nicht queer genug aussehen, hier darzustellen, äußerst problematisch. Eine Wertung, mit der ich nicht so viel anfangen konnte. Ihr merkt wahrscheinlich, dass mich dieses Buch in einigen Darstellungen sehr aufgeregt hat.
Einen weiteren Punkt, auf den ich eingehen wollte, ist die fehlende Intersektionalität. Dieses Buch, wie sämtliche queertheoretische Produkte, sprechen davon, dass man alles intersektional betrachten muss. Und wie so oft in akademischen Kontexten passiert es trotzdem nicht. Ich wollte hier nochmal auf 3 Diskriminierungsarten eingehen, mit denen ich mich so ein bisschen ansatzweise auseinandergesetzt habe, die mir hier in diesem Comic aufgefallen sind. Das erste ist Ableismus. Einmal auf der bildlichen Ebene wird Behinderung nur dargestellt, wenn es auch im Text um Behinderung geht. Also wenn es einfach generell um queere Leute geht, taucht Behinderung bildlich nicht auf. Und wenn im Text das Beispiel, dass es auch queere behinderte Leute gibt, genannt wird, dann ist jedes Mal das Bild für Behinderung, dass eine Person im Rollstuhl sitzt. Und ich habe das schon irgendwo als Kritik gelesen, deswegen ist es mir überhaupt aufgefallen. Aber nicht alle behinderten Leute sitzen im Rollstuhl. Auf der textlichen Ebene ist mir nicht so viel aufgefallen. Es wird nicht viel auf Ableismus eingegangen. An einer Stelle schon, und das fand ich dann wieder sehr problematisch. Und zwar wird ein Konzept vorgestellt, wo eine Person Findet Nemo analysiert hat und da die Figur Dory und sagt, dass Dory so progressiv sei und eine Möglichkeit schafft, weil Dory ja so ein schlechtes Gedächtnis hat und alles vergisst, könne Dory keine romantischen und sexuellen Beziehungen im standardisierten Sinne aufstellen und würde deswegen neue Beziehungsformen schaffen. Was überhaupt nicht erklärt wird, warum romantische Beziehungen und sexuelle Beziehungen nicht funktionieren sollten, aber andere Beziehungen schon. Wodurch es für mich einfach so klang, dass hier eine Entsexualisierung von einem Fisch mit Behinderung stattgefunden hat. Und diese Entsexualisierung von Behinderten ist ja einfach ein klassisches ableistisches Phänomen. Und tatsächlich bin ich ja quasi nicht von Ableismus betroffen, das heißt, dass mir das schon aufgefallen ist, sagt nichts Gutes über das Buch aus. Anderen Leuten wäre bestimmt noch einiges mehr aufgefallen, aber aus meiner nicht betroffenen Perspektive fand ich es schon problematisch an sich genug. Damit zum Diskriminierungssystem Rassismus. Auf der textlichen Ebene hatte ich schon einige Probleme. Zum einen wird immer wieder gesagt, dass schwarze Feministen sehr wichtig für die Anfänge von Queer Theory waren. Es wird aber seltenst gesagt, wer diese schwarzen Feministinnen, was immer in diesem Doppelpack von Wörtern benutzt wurde, denn überhaupt sind. Was ich finde, zeigt, wie die Gewichtung ist. Ich meine, wenn herausgefunden werden kann, wann queer das Wort das erste Mal in irgendeinem Brief verwendet wurde, dann sollte auch herausfindbar sein, wer diese ominösen schwarzen Feministinnen denn sind. Tatsächlich gibt es ja auch viel Kritik von Schwarzen und POC an Queer Theory, weil Rassismus einfach trotz diesem intersektionalen Anspruch oft verloren gegangen ist. Deswegen wird diese Kritik auch in diesem Heft aufgegriffen. Tatsächlich wird Rassismus auf Seite 132 von 177 aufgegriffen. Und dort werden dann auch einige nicht weiße AkademikerInnen und Aktivistinnen vorgestellt, wobei halt hier die Gewichtung einfach problematisch ist, wenn am Anfang diese ganzen weißen AkademikerInnen seitenweise irgendwelche Konzepten gewidmet wird und dann irgendwie 4 nicht weiße Leute auf einer Seite abgehandelt werden. Sie verkneifen sich es auch nicht, trotzdem noch einen weißen Anthropologen zum Beispiel eine ganze Seite zu widmen. Also einfach eine ultra weiße Gewichtung von dem ganzen Buch, wer wie viel Einfluss gehabt haben soll und jetzt in diesem Buch repräsentiert wird. Zu der bildlichen Ebene kann ich nicht so viel sagen. Es wurde schon versucht, so eine Diversität darzustellen, allerdings von einer weißen Illustratorin, was
hier in diesem Fall bedeutet, dass die überwiegende Mehrzahl der Figuren trotzdem einfach weiß sind und ein, zwei Bilder fand ich auch vielleicht ein bisschen problematisch, aber dazu kann ich nicht so viel sagen. Einmal zu meiner Kritik, ich spreche auf gar keinen Fall aus einer Expertenposition. Ich bin selber weiß, ich bin nicht von Rassismus betroffen, ich bin kein Experte für Rassismus. Ich beschäftige mich ein bisschen mit Rassismus und schon aus dieser Position sind mir einige Sachen in diesem Buch aufgefallen. Ist mir aufgefallen, dass die Gewichtung einfach ultra problematisch ist und trotzdem will ich nochmal nahelegen, ich bin kein Experte, hört euch lieber Kritik dazu an von Leuten, die davon betroffen sind, die Expertinnen und Experten sind. Und damit zu einem Thema, von dem ich durchaus betroffen bin, und zwar Trans und Transfeindlichkeit. In einer Einführung von Queer Theory bleibt diese Thematik nicht auch in diesem Buch ist sie schon an einigen Stellen sehr präsent und schon begrifflich hatte ich meine Schwierigkeiten damit. Es wurde häufiger diese Redewendung im Geschlecht bleiben verwendet für Cis-Leute oder nicht im Geschlecht bleiben für Trans-Leute. Also das wurde echt häufiger genauso wortwörtlich benutzt. Dann fühlen Trans-Leute auch sehr viel. Also sie fühlen, dass die Transition wichtig ist. Oder sie fühlen sich nicht wie ein Geschlecht oder so. Trans-Leute fühlen offensichtlich sehr viel. Cis-Leute fühlen nicht. Nee, die nicht. Und zum Beispiel gibt es ein Bild, wo ein Fisch sagt, heute werde ich wohl männlich. Ich habe das englische Original nicht gelesen, das heißt, ich kritisiere hier auch die deutsche Übersetzung. Ich weiß nicht, wie es im englischen Original ist, aber die nachfolgenden Dinge sind auf jeden Fall nicht der Übersetzung geschuldet, sondern der Struktur und den wirklichen Originalautoren. Tatsächlich wird in diesem Comic oft einiges sehr binär dargestellt. Im Gegensatz zu dem, was die ganze Zeit proklamiert wird, und zwar, dass einfache Gegensätze aufgelöst werden sollen, dass alles viel komplexer ist, als es scheint, wird dann hier doch einiges auf sehr binäre Art und Weise runtergebrochen. Zum Beispiel, wenn es um Sexualforschung geht. Sexualforschung ist sehr wichtig in dieser Einführung, bekommt sehr viel Raum. Und wenn dann Ergebnisse von der Sexualforschung präsentiert werden, dann wird das nicht kritisch gemacht, sondern die Sexualforscherinnen haben oft eine Gleichsetzung von Frauen und Personen, die Vulvinen haben, gemacht und das wird unkritisch einfach übernommen. Die Ergebnisse werden so präsentiert, ohne eine Anmerkung. Insgesamt findet oft so eine Parallelisierung von Sexualität und Geschlecht statt. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, dass gesagt wird, ja, in der Sexualität gibt es nicht nur Hetero und Homo, sondern es gibt zum Beispiel Bi und Pan und mehr wird nicht unbedingt genannt. Aber genau, es gibt nicht nur diese zwei gegensätzlichen Pole, so auch beim Geschlecht. Also so eine von dem einen Bild erklären zum anderen überleiten, was dann zu so Fragestellungen führt wie, können auch Hetero-Leute queer sein? Und in diesem Buch laut der Definition sind alle LGBTIQ-Leute queer. Was bedeutet, Trans-Leute sind queer? Was bedeutet, es gibt hetero-Trans-Leute, die queer sind? Wieso also die allgemeine Frage, können hetero-Leute queer sein? Die Frage müsste lauten, können cis-diadische Hetero-Leute queer sein? Aber so wird sie nicht gestellt, sondern es wird nur gesagt, können Hetero-Leute queer sein, wo die einfache Antwort drauf ist, ja. So gibt es zum Beispiel auch Bereiche, die sich nur um Sexualität drehen und statt queer zu sagen, wo sie sich rausgeschmuggelt hätten, wird gesagt LGBT. Und T ist keine Sexualität. Also im Kontext, wenn es nur um Sexualität geht, dieses Akronym zu verwenden, ist falsch. Man müsste denn LGB sagen und nicht einfach der politischen Korrektheit wegen, weil man sich das angewöhnt hat, immer LGBT sagen. T ist keine Sexualität,
Genau, es findet hier eine sehr fahrlässige Verwendung von diesen Begriffen statt und es verwendet eine Vermischung von Sexualität und Geschlecht statt, die ultra problematisch ist. An einer Stelle gibt es einen extra Beitrag dazu, dass es ja seit ganz neuem genderqueere Leute gab, dass das ein ganz neues Phänomen sei und dass man noch nicht so ganz genau weiß, wie die sich zu Queer Theory verorten und was die dazu beitragen werden. Was dazu passt, dass es an einer anderen Stelle die Aussage gibt, die allermeisten Transleute sind binäre Transleute. Und das sind so Aussagen, die ohne Quelle einfach so getroffen werden, wo ich mich frage, woher kommen diese Aussagen? Auf der bildlichen Ebene hatte ich gar nicht unbedingt oft Probleme, aber an einem Beispiel, worauf ich jetzt eingehen will, auf jeden Fall sehr. Ich finde, es macht mehrere Dinge offensichtlich. Es findet hier eine Instrumentalisierung von Trans statt und es gibt auch einen klaren Widerspruch zwischen dem eigentlichen Text und dem, was das Bild sagt. Und zwar ist es dieses Bild, was ich hier einblenden werde. Im Text darüber geht es darum, dass Menschen sich darüber klar werden sollen, dass die eigentliche geschlechtliche Identität und das eigene Begehren wandelbar ist. Also dass es keine starre, dass nicht starr bleibt, also dass nicht eine Person immer das Gleiche sein muss und auch, dass sich Dinge verändern können und nicht immer das eine nach dem anderen kommt. Das Ganze verbildlichen sie mit dem Standardweg eines Transmannes. Also wenn Leute an Geschichten von Transmännern denken, dann an dieses. Und zwar gibt es zuerst das heterosexuelle Mädchen, dann die junge erwachsene Butch-Lesbe. Bei Mädchen wird noch gesagt angenommenerweise, bei Butch-Lesbe wird das nicht gesagt, deswegen habe ich das mit Bleistift nachgetragen. Und danach kommt die Identität als Transmann mit in einer Beziehung mit einer Frau. Und wenn im Text darüber gesprochen wird, dass Identitäten nicht so aufeinander aufbauen und dass sich das verändert, dann bitte ich doch darum, nicht den Standardweg eines Transmannes zu machen, weil genau diese Bilder, davon gehen Leute aus, dass jede Transmann-Geschichte genau so ausgeht. An einer anderen Stelle wird kurz darauf verwiesen, dass Transmännlichkeiten es ja so viel leichter hätten in queer-aktivistischen Kontexten. Ich habe es so verstanden, als ob sie es viel leichter in Frauen-, Lesben-, Trans-Kontexten hätten. Und genau dieses Bild, deswegen fand ich es ganz interessant, dieses Bild sagt warum. Weil immer davon ausgegangen wird, dass der Transmann genau diese Punkte durchgeht und dass besonders Cis-Feministinnen sich oft darauf beziehen, dass jeder Transmann die Phase 2 durchgemacht hat und deswegen eine von uns ist. Und sobald ein Transmann sich gar nicht mit dieser Geschichte identifizieren kann, sich nicht auf diese Standardgeschichte festlegen will und sich nicht, besonders nicht auf Punkt 2, manchmal auch nicht auf Punkt 1, also manchmal legen einen Leute auch auf Punkt 1 fest, aber wenn man sich nicht auf Punkt 1 und oder 2 festlegen will als Transmann, dann ist man raus. Deswegen mochte ich dieses Bild dann tatsächlich doch ein bisschen, weil es geht total am Thema vorbei, worum es hier eigentlich geht, und zwar die individuelle Veränderung von der eigenen Identität. Aber genau dieses Bild zeigt auf, worauf ich als Transmann immer festgelegt werde, was meine Geschichte, meine Lebenserfahrung sein soll. Und damit war es das mit meiner Kritik an diesem Comic. Ihr seht, ich hatte viele Probleme, sowohl auf der strukturellen Ebene als auch genau inhaltlich im Detail. Wie ihr auch seht, habe ich trotzdem was mit diesem Buch anfangen können, weil ich mir Gedanken dazu gemacht habe und zum Beispiel diesen Lebenslauf oder diese Matrix-Sache andere Sachen veranschaulicht hat, für die ich sonst keine Bilder habe. Weswegen ich vielleicht nochmal meine Empfehlung wiederhole. Ich glaube, dass es für Leute, die anfangen wollen, sich mit Queer Theory auseinanderzusetzen, aber nicht wissen, wo geeignet ist, als stichwortgebendes Werk. Genauso wie für Leute, die innerhalb von einer Gruppe sich über Dinge auseinandersetzen wollen
und da auch nicht wissen. Auch dort als stichwortartig gebendes Werk. Nicht als erklärendes Beispiel und nicht als, wenn ich das gelesen habe, weiß ich Bescheid. Dazu gibt es vielleicht keinen einheitlich genugen Kanon, das ist vielleicht eine zu große Aufgabe. Auf jeden Fall finde ich, dass dieser Comic es nicht geschafft hat, seinen Ansprüchen auch tatsächlich gerecht zu werden. Intersektional zu sein zum Beispiel. Wie gesagt, ich habe mir auch einige AutorInnen herausgeschrieben, wo ich mir vorstellen könnte, mich noch mehr mit den Konzepten von denen auseinanderzusetzen. Genau, das war's mit meinem Überblick und meiner Kritik an diesem Comic. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ihr den Comic gelesen habt, weil es schon ein sehr verbreiteter Comic ist, was ihr davon haltet, ob ihr meine Kritik daran verstehen könnt, ob ihr noch andere Kritikpunkte habt oder ob euch das generell etwas gebracht hat, ob eine Einschätzung richtig ist, dass es für AnfängerInnen geeignet sein könnte. Und das war's. Bis bald!